mache jetzt eigentlich nur noch die niederen Lehrlingstätigkeiten. These are your rings. Also ich würde mich da niemals ranwagen. Und Das habe ich vorher noch nie gesehen und ich glaube einige von euch auch noch nicht. das können wir hier nicht lösen. Keine Ahnung, wo das herkommen soll. Heute ist Fuck-Up-Tag. Wir halt fürchten, dass wir möglicherweise nicht heil nach Thessaloniki ankommen. Leider muss ich auch sagen, dass das Geräusch immer noch da ist. Und obwohl ich halt eine Probefahrt zusammen gemacht habe hier mit dem Werkstattmeister, ja, wurde mir gesagt, es ist alles in Ordnung. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Wie wir schon in den letzten Videos gesagt haben, sind wir jetzt ja in einer neuen Werkstatt, um diesem letzten Problem noch auf die Spur zu kommen. Wir haben hier eine Probefahrt gemacht und gleich festgestellt, alles klar, da ist das Schreddern, das muss auf jeden Fall gemacht werden, das ist wirklich ernst. Wir haben zwei Sachen schon identifiziert, die es sein könnten. Dafür müssen wir an die Stirnräder ran und wir werden uns jetzt daran machen, das Ganze auseinanderzubauen. Wir haben den Deckel von den Stirnrädern abgenommen. Was ich jetzt so sehen konnte, ist, dass das Verteilerrad, was die Kraft oder die Übersetzung auf die verschiedenen Aggregate verteilt, Einspritzpumpe, Ölpumpe, das ist so ein bisschen locker. Ein bisschen Spiel muss es wohl haben, aber es ist doch schon sehr locker. Kann schon gut sein, dass es daran liegt. Die Verständigung ist so ein bisschen schwieriger, aber ich versuche so ein bisschen abzulesen, was jetzt so gerade Sache ist. Er untersucht das gerade noch und ja, zur Not haben wir dann noch den jungen Meister, der kann noch Englisch, der kann das übersetzen. Beziehungsweise dann haben wir noch jemanden aus der Werkstatt nebenan von Opel, der hat ganz lange in Deutschland gearbeitet und kann das halt auch auf Deutsch übersetzen. Also das geht schon irgendwie, aber die kann natürlich nicht ständig dabei sein. Das ist der alte Schwingungsdämpfer, der eingebaut war und der uns dann ja auseinandergeflogen ist. Also hier kann man sehen, das ist halt jetzt der, den ich aus Estland bekommen habe, und den bauen wir dann noch zusätzlich ein. Dass der jetzt für das Geräusch allein verantwortlich ist, glaube ich jetzt mal nicht, weil der war ja schon von Anfang an nicht mehr so ganz so gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Unwucht, die der Alte jetzt produziert hat, dass der möglicherweise an den Stirnrädern irgendwas ausgeschlagen hat. Was mich freut ist, dass das, was ich da aus Estland bekommen habe, fast 1:1 passt. Also ich könnte theoretisch auch die Riemenscheibe benutzen, obwohl die eine fünftes Riemenrad hat. Ich werde die als Ersatzteil mitnehmen. Ich werde die alte nochmal wieder einbauen, weil die sieht eigentlich so ganz gut aus, bis auf eine leichte Beschädigung hier. Aber da sagte der Altmeister, das ist okay, das ist nicht schlimm. Also ich mache jetzt eigentlich nur noch die niederen Lehrlingstätigkeiten. Ja, den Dichtungsdeckel irgendwie reinigen von der alten Dichtung oder so. Aber es ist auch mal ganz schön zugucken zu dürfen und ja, nicht so in so einen Stress zu geraten. Ja. Also teilweise hocken sie hier auf meinem LKW mit 5 Leuten und holen alle möglichen Leute dazu, um sich dann auch nochmal zu beraten und so. Und das ist echt ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Das ist übrigens ein Prüfstand für Einspritzpumpen. Da war unsere Einspritzpumpe damals auch drauf. Das konnte ich halt mit mir angucken. Das hat mir der alte Meister dann auch gezeigt, wie die Einspritzpumpe denn funktioniert und wie gut sie funktioniert. Ich hoffe, dass nach der Reparatur sie nochmal raufkommt, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Ich gehöre jetzt offiziell zum Mitarbeiterstamm. Ja, du bist jetzt Azubi. Ja, Azubi im Bereich Turbo und Einspritzpumpen. Genau, Turbo-Dieseltechnik. Im ersten Lehrjahr, schätze ich mal. Ich glaube, hier muss man schon noch einiges mehr wissen. Also gerade was es so die filigrane Technik angeht, der Einspritzpumpen und Turbo und so, das ist nochmal eine andere Hausnummer. This is your rod. Ja. And this here there is a lot of wear. Ja, ja. You can see it. And these are your rings that is have a little bit of you know, space. Ja. So we found a used one, but
different. No, no, it's the same. We're going to remove this. Ah, okay. But the wear it's much better. Yeah, we are going to replace your rod with this one. Yeah. And we will put new rings. Das ist schon Wahnsinn, wie viele Teile so eine Einspritzpumpe hat. Also ich würde mich da niemals ranwagen und dafür brauchst du auch einfach Fachmänner, die sich damit auskennen und das auseinanderbauen und wieder zusammenkriegen und dann halt auch wirklich feststellen können, was ist mit der Pumpe. Ich habe mich entschieden, die Ölwanne nochmal mit abzunehmen. Das war ja auch ein Hinweis von euch aus den Kommentaren, da auch nochmal reinzugucken. Außerdem macht es auch Sinn, weil wenn ich jetzt die Dichtflächen reinige, dann fällt auch einiges in die Ölwanne rein. Und da will ich einfach sicher gehen, dass da nichts im neuen Öl nachher drin ist. Das habe ich noch nie gesehen. Man kann die Kurbelwelle sehen jetzt. Also ich sehe das Ölsieb der Ölpumpe und da ist nichts drin, also keine Knödel, gar nichts jetzt von der Dichtmasse, die ich mal verwendet habe für die Ventildeckeldichtung. Das ist schon mal gut. Mal sehen, was in der Ölwanne drin ist. Also so jetzt erstmal sehe ich überhaupt keinen richtigen Dreck oder sowas, das kann ich überhaupt nicht sehen. Also es ist irgendwie was Versandetes oder sonst irgendwie so. Mal gucken, ob man da Späne findet oder so, aber ich weiß nicht, jetzt als Laie würde sagen, es sieht jetzt erstmal gut aus. Mal sehen, was die Experten sagen. Ich bin einmal mit dem Magneten durch das Öl gegangen, durch die Ölwanne und durch das aufgefangene Öl, was wir abgelassen haben. Und da sind halt so ein paar Krümel Metall dran. Der Meister meinte, naja, der ist auch schon etwas älter, ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja den Kompressor überholt, der hat ja Abrieb gehabt, auf jeden Fall. Vielleicht kam es daher, der alte Turbo, der hatte ja auch schon relativ viel Spiel, vielleicht kam auch da der Abrieb so ein bisschen davon. Naja, wir haben das Öl abgelassen, definitiv kommt da jetzt wieder neues Öl rein, nachdem wir alles zusammengebaut haben. Und dann werden wir beim nächsten Ölwechsel mal gucken, wie es dann aussieht. Ich wollte euch mal was zeigen. Das habe ich vorher noch nie gesehen und ich glaube einige von euch auch noch nicht. Ich habe die Ölwanne abgenommen und hier könnt ihr die Kurbelwelle sehen. Das ist das Sieb von der Ölpumpe, das ist die Leitung zur Ölpumpe hier. Und da drunter sitzt halt die Ölpumpe. Man sieht auch das Zahnrad dazu. Und hier vorne, das sind die Stirnräder. Ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Das hier ist sozusagen das Verteilerrad, das letztendlich von der Kurbelwelle die Drehung dann auf die verschiedenen Aggregate verteilt. Also hier die Ölpumpe, da oben sitzt die Einspritzpumpe und das hier ist die Nockenwelle. Und wir haben uns da Markierungen gemacht, dass wir da jetzt nicht durcheinander kommen, wenn wir das wieder einbauen. Das erste Problem, was wir festgestellt haben, ist, dass die Einspritzpumpe, die Welle, die hat Spiel. Die haben wir jetzt ausgebaut und die wird jetzt ersetzt durch eine neue. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass das Stirnrad, das Gleitlager, das hat Spiel und da müssen wir gucken, ob wir irgendwie einen Ersatzteil bekommen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, dass wir es eventuell nachfertigen können. Okay, ich habe zwei Kontakte bei Renault angesprochen, die mir weiterhelfen wollen bezüglich der Teilenummer des Steuerrades. Und der erste hat mir jetzt auch schon was zugeschickt, eine Explosionszeichnung. Aber so wie das aussieht und was ich hier sehen kann, ist das nicht das Richtige. Das hat einen ganz anderen Durchmesser und das passt nicht. Das ist schon mal nicht gut. Er kann mir auch nicht weiterhelfen, weil er meint, er findet sonst nichts anderes. Ja, hoffen wir mal auf den zweiten. Ich hatte jetzt auch Rückmeldung von meinem Hamburger Kontakt von Renault und der hat sich bisher immer als zuverlässig erwiesen. Und so wie ich das jetzt hier sehe, passt das auch mit dem, was ich gesehen habe bei uns am Motor. Das sieht genauso aus. Und das Geniale, er hat uns sogar noch die Zeichnung mitgeschickt. Das ist echt der Reize Krimi. Also diese Zeichnung zu kriegen, ich hätte nie gedacht, dass man sowas überhaupt bekommen kann von einem Fahrzeughersteller, dass sie einem an die Zeichnung ranlassen.
wir können jetzt dieses Teil nachfertigen und zwar haargenau so, wie es original gefertigt wurde. Ich kann hier in der Zeichnung sehen, die letzte Änderung ist von 1984 und das ist wie ein Sechser im Lotto. Da sind wir dem Odin Tod nochmal von der Stirn gesprungen. Wir haben das Stirnrad zurückgekriegt mit der neuen Buchse. Die wurde exakt nachgefertigt nach diesen Zeichnungen, die wir mitgegeben haben. Wir haben uns auch gerade angepasst, es passt perfekt. Jetzt müssen wir noch alles zusammenbauen und dann kommt der spannende Moment, wo wir den Motor starten. Wieder einer dieser spannenden Momente, wo wir den Motor anmachen und gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Und diesmal haben wir ja noch mehr angepackt als sonst und haben ein Teil nachgefertigt, das den Spezifikationen entspricht. Aber naja, es ist halt, wir haben echt viel angepackt, ey. Ich bin mal wieder nervös. Und das zu Recht. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was uns da noch erwarten wird. Start. Done. Wait. Χρονίστηκε σωστά και έχουμε σωστό χρόνο. Sag mal was. Ja, wir haben gerade getestet. Habt ihr ja gesehen. Das Geräusch scheint noch irgendwie da zu sein. Also zumindest das, was wir im Stand verursachen können, ist irgendwie noch da. Keine Ahnung, wo das herkommen soll. Also die Aggregate sind nicht dran. Stirnräder, das kann ich mir nicht vorstellen. Also man kann es auch nicht fassen. Also irgendwie ist total schwer zu lokalisieren. Erstmal eine Banane nach der ganzen Aufregung. Ja, Update. Wir haben gerade eine weitere Testfahrt gemacht und die Pumpe, die Einstellung, die waren nicht ganz richtig. Da muss jetzt noch was gemacht werden. Die Leistung ist noch nicht so, wie sie war. Ist nicht schlimm, damit kennen die sich aus. Ne? Da sind wir hier auf jeden Fall in den richtigen Händen. Aber was mega, mega, mega ist, wir haben jetzt eine Testfahrt am Berg gemacht. Und das Geräusch ist weg. Es ist ein gewisses raues Geräusch ist irgendwo noch da, aber das ist irgendwie was anderes, das ist nicht im selben Drehzahlbereich. Aber definitiv dieses Geräusch, es ist weg. Und was es nun gewesen ist, wir haben ja nun diverse Dinge gemacht. Wir haben die Pumpe, die Welle erneuert. Wir haben das Stirnrad, da haben wir das Gleitlager erneuert. Ich habe den Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle ersetzt. Ich habe nochmal an der Gummikupplung beim Kompressor, da war Luft drin, das habe ich auch repariert. Das kann es letztendlich irgendwie alles insgesamt gewesen sein. Mir ist gerade so ein Stein vom Herzen gefallen, das glaubt ihr gar nicht. Ey, das war so eine Anspannung die letzten Tage auch. Und ist das Geräusch jetzt weg oder nicht? Und als wir den Motor angemacht haben und immer noch irgendwie so ein Geräusch gehört hatten, wie zuvor, da hatte ich nicht mehr daran geglaubt, dass es weg ist. Ehrlich gesagt weiß ich es immer noch nicht, warum es eigentlich weg ist und was haben wir denn da gehört? Also
Ihr erinnert euch, wir haben ja alles abgenommen, die ganzen Riemen, sodass wir die Aggregate ausschließen können. Und dann hat man dieses Geräusch irgendwie gehört. Und wieso ist es jetzt nicht da? Also manchmal muss man vielleicht auch nicht alles verstehen, keine Ahnung. Oh Mann, ich bin so glücklich. Ey. Ich habe mich schon gesehen, dass wir den ganzen Motor auseinanderpflücken. Oder sogar einen neuen Motor einbauen. Also ja, wir sind hier am richtigen Ort gelandet und die tun hier wirklich alles. Ja, alles, um das irgendwie hinzukriegen. Und wenn das selbst jetzt nicht geklappt hätte, dann hätten sie uns weitervermittelt an jemanden, der es dann hingekriegt hätte. Und darauf kommt es halt einfach an. Und auch für die ist es natürlich eine stressige Situation. Die wollen natürlich auch, dass alles richtig ist. Und es ist halt eine nette Atmosphäre hier und die sind total geduldig mit mir. Also ich bin ja noch nicht gerade, wie soll ich sagen, also ich bin jetzt nicht ausgeflippt, aber so dann irgendwann werde ich dann ungeduldig und mega tolle Menschen. Wenn ihr mal Probleme habt mit eurem Motor, irgendwie, wo es in Richtung Einspritzung geht, Pumpe, also irgendwas, das ist der richtige Ort hier in Griechenland. Wie sagt man so, heute ist Fuck-Up-Tag. Wir haben die Pumpe nochmal ausgebaut, weil das Timing irgendwie nicht ganz hinhaut. Der Verdacht ist, dass die neue Achse, die eingebaut wurde, passt vielleicht nicht hundertprozentig. Das prüfen wir gerade. So, aber in dem Zuge haben wir leider feststellen müssen, dass das reparierte Ritzel vorne an der Antriebsseite hat wieder genau dasselbe Problem wie vorher. Und zwar zu viel Spiel und es wackelt. Und das bedeutet, da ist irgendwas krumm, aber richtig krumm. Und das können wir hier nicht lösen. Die Werkstatt ist dafür nicht ausgerüstet. Also das, was wir jetzt hier gemacht hatten, das zu reparieren, war eigentlich ohnehin schon out of scope. Es gibt in Thessaloniki einen Spezialisten für Renault Trucks, den haben sie uns jetzt empfohlen, der sich damit auskennt. Er meinte schon am Telefon, dass eigentlich dieses Problem behoben wird, indem einfach dieser Ring, den wir jetzt ausgetauscht hatten, an dem Ritzel ausgetauscht wird. Und dann ist normalerweise gut. Dass das jetzt wiedergekommen ist, kann zwei mögliche Probleme haben, vielleicht noch mehr, aber zwei, die jetzt also ad hoc eingefallen sind. Das eine ist, dass das Material des Rings, der jetzt da eingebaut wurde, nicht hart genug war und zu schnell wieder verschlissen ist. Der zweite Punkt ist, und der wäre schlimmer, dass entweder an der Nockenwelle ein Problem vorliegt oder noch schlimmer eben halt an der, wie heißt die andere Welle nochmal? Ja, diese Hauptwelle hatte ich eigentlich mit meinen Mitteln getestet, als wir die Ölwanne ab hatten und geguckt, ob da irgendwie Spiel ist. Konnte ich jetzt so erstmal nicht feststellen, aber vielleicht habe ich da auch nicht doll genug gerüttelt. So, was wird jetzt passieren? Wir werden die Pumpe erstmal neu kalibrieren, wir werden sie wieder einbauen. Dann werden wir gucken, wann wir nach Thessaloniki fahren, um das da eben beheben zu können. Demnächst ist Ostern hier in Griechenland, das ist eine Woche später. Das heißt, wir werden es jetzt nicht so schnell lösen können, also jetzt nicht sofort in der nächsten Woche, sondern wahrscheinlich erst in 2 Wochen. Und wie geht's dir jetzt gerade? Naja, beschissen. Also, mir ist in dem Moment, als sie mir das gezeigt haben, ist mir richtig schlecht geworden. Ne? Also, ich dachte eigentlich, heute wäre der Tag, wo wir jetzt das letzte Problem wirklich lösen und es sah auch wirklich gut aus. Aber ja. Ich frage mich wirklich, was da los ist. Also dieses Problem, haben wir uns das jetzt erst irgendwie in den letzten 10.000 Kilometern ist das erst wirklich in den letzten 10.000 Kilometern passiert, wo wir den LKW hatten? Oder war das schon vorher?
Das frage ich mich. Aber der Motor komischerweise hört sich jetzt, also dieses Rattern, was wir hatten, weswegen wir eigentlich hierher gekommen sind, haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gehabt. Obwohl das Kritzel ist jetzt genauso ausgeschlagen wie vorher. Also das Geräusch haben wir trotzdem nicht. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Wir wissen gerade nicht so richtig, was wir machen sollen. Wenn wir so jetzt nach Thessaloniki fahren, fürchten Sie, dass vielleicht noch mehr passieren könnte. Dass wir ein größeres Problem damit kriegen, weil wir sind wirklich nur eine sehr kurze Strecke gefahren damit, rund 200 Kilometer, und es ist schon derart stark ausgeschlagen, dass ja, wir halt fürchten, dass wir möglicherweise nicht heil nach Thessaloniki ankommen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Eine Idee war, okay, wir bauen jetzt alles wieder auseinander und erneuern den Ring. Und zwar ist die Vermutung, dass so wie der Ring gefertigt wurde, dass er nicht richtig gefertigt wurde, weil das Loch, was dort drinne war oder reingemacht wurde für das Öl, würde nur einen Teil des Ganzen schmieren und nicht über die gesamte Breite des Rings schmieren. Weil der Originalring hat eigentlich eine Kerbe und kein Loch. Also die Kerbe ging über die gesamte Breite, das Loch würde ja nur den mittleren Teil des Ganzen schmieren. Wo mir jetzt komplett die Idee fehlt, ist, wie wir jetzt hier weitermachen. Also im Grunde genommen besteht ja natürlich trotzdem nach wie vor die Chance, dass irgendwas anderes, Größeres kaputt ist. Und zwar letztendlich die Nockenwelle oder die Kurbelwelle. Und ja, die Frage ist, können wir das hier jetzt irgendwie prüfen oder nicht? Und um das zu prüfen, müsste wahrscheinlich alles auseinandergebaut werden. Also die Nockenwelle ausgebaut werden, die Kurbelwelle ausgebaut werden, um diese dann zu prüfen. Ob das Richtige ist, welche Optionen haben wir sonst noch, ist halt auch die Frage. Wenn wir uns für einen anderen Motor entscheiden, ja, woher nehmen? Welchen Motor, und ungeprüften Motor kaufen wäre auch nicht das Richtige, denke ich. Also gerade überschlagen sich so die Ideen, und im Grunde genommen ist jetzt auch allgemein große Ratlosigkeit. Auf jeden Fall keine überstürzten Handlungen machen jetzt. Wir müssen das, glaube ich, mal sacken lassen. Auf ein neues. Ja, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gerade sprachlos. Weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Gerade echt schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, erstmal das abzubauen, zu gucken, was jetzt mit dem Rad ist, beziehungsweise mit dem Messingring, der da jetzt eingesetzt wurde, wie er aussieht. Und dann werden wir weitersehen. Die Dichtungen sind eingeklebt und entsprechend fest ist das alles. Und jetzt, da wir ja nur einen Satz davon haben, müssen wir sehen, dass wir es irgendwie heil darunter kriegen. Es hat sich herausgestellt, dass die Buchse, die hier drinnen, die eigentlich hier reingepresst sein soll, dass die in diesem Rad mitgelaufen ist und nicht auf der Welle gelaufen ist, so wie es sich normalerweise gehört. Da müssen wir jetzt nochmal ran. Was letztendlich da das Problem war, müssen wir uns jetzt irgendwie noch überlegen. Das Stirnrad ist zurück. Jetzt mit einer anderen Buchse, die anders gefertigt wurde, auch aus einem anderen Material. Mir wurde gesagt, dass dieses Messing, was da drin ist, das ist halt irgendeine Legierung. Die kann selbst ohne Schmierung einige tausend Umdrehungen überstehen. Die Ölrinne, die hier jetzt eingebaut wurde, die ist halt so eingebaut, dass auf jeden Fall die gesamte Welle geschmiert werden kann und nicht so wie bei den vorangegangenen einfach hier nur ein Loch reingemacht wurde und somit eigentlich die Schmierung nicht vollständig gewesen ist. Was letztendlich auch zur Zerstörung des Ganzen geführt hat. Naja, auf jeden Fall, das ist richtig präzise, richtig gut gefertigt worden, und das werden wir dann jetzt einbauen.
Also ich bin echt ganz schön kaputt mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Jetzt das zweite Mal das Auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, das bringt mich schon an meine Grenzen irgendwie. Und es liegt noch ein ganz schönes Stück Arbeit vor mir. Natürlich helfen mir die beiden dann auch, so gut es geht, aber die haben natürlich auch noch andere Sachen zu tun hier. Und ja, das ist schon, das muss ich jetzt nicht noch ein drittes Mal haben. Ich bin froh, dass ich die Ölwanne noch mal abgenommen habe, weil da ist jetzt doch recht viel Späne noch drin von dem kaputten Ring. Und wir werden jetzt halt das Öl austauschen, nochmal den Filter austauschen, weil da wird auch eine ganze Menge drin hängen, denke ich. Und trotz Öl ablassen ist halt hier immer noch so viel in der Wanne drin. Und selbst mit frischem Öl hätte man dann immer noch den ganzen Mist drin gehabt. Und das alles waschen wir jetzt raus. Und ja, dann ist auch wieder gut. Also die Späne ist ja sozusagen direkt in die Ölwanne reingefallen. Die ist jetzt nicht durch den gesamten Ölkreislauf durch, sondern wenn angesaugt von der Ölpumpe, dann ist es im Filter drin, bevor es überhaupt in den Motor gelangt. Also in die Kanäle. Wir haben hier mit diesem Gerät die Prüfwerte für unsere Einspritzpumpe gefunden, beziehungsweise hier in der Werkstatt haben sie noch eines dieser mega alten Mikrofische-Geräte, die kenne ich noch von früher, als ich noch mein erstes Auto, ich glaube das war ein Golf 2, genau, hatte und dann zum Teiledienst bei VW vorstellig wurde, um dann irgendwie Teile zu kriegen, und die hatten genau solche Geräte, das erinnert mich irgendwie daran. Und, naja, die haben wir hier, sämtliche Pumpen von Bosch. Die Prüfwerte können Sie hier letztendlich einlesen. Das ganze Teil hier ist voll davon mit den Mikrofischen, und ich weiß nicht, wie viel pro Mikrofisch drauf ist, aber das ist halt, naja, die frühe Digitalisierung sozusagen. Wir haben es geschafft, wir sind raus aus der Werkstatt, die Einspritzpumpe ist installiert, das Lager von dem Stirnrad ist auch drin, und wir werden uns jetzt auf eine 4-tägige oder 5-tägige Testfahrt machen auf den Daumen der Peloponnes, um das Ganze mal ausgiebig zu testen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal richtig herzlichen Dank sagen. Die Jungs haben hier einen mega Job gemacht. Die hören nicht auf, bis alles gut ist. Und ich kann euch einfach nur raten, wenn ihr Probleme habt mit eurem Fahrzeug, irgendwie Motor, was auch immer, altes Fahrzeug, neues Fahrzeug, die können hier wirklich alles, ob nur LKW oder PKW, kommt hier vorbei. Lasst es einfach mal angucken, beziehungsweise gerade bei den älteren Fahrzeugen lohnt es sich, die Einspritzpumpe und die Einspritzdüsen einmal checken zu lassen, beziehungsweise überholen zu lassen. Wir haben auch noch den Tipp bekommen, dass gerade die Sprinter, da sind ja auch einige von euch unterwegs, die haben mit ihren Einspritzdüsen heftige Probleme. Gerade vom Baujahr 2000 bis 2010 kann es sein, dass euch da die Einspritzdüsen festbrennen, und dann wird es richtig teuer. Das sollte auf jeden Fall im Vorwege einmal geprüft werden. Sowas kann man zum Beispiel hier in dieser Werkstatt machen lassen. Die wissen, wie es geht, die haben sich darauf spezialisiert. Ist auf jeden Fall eine mega Empfehlung von uns. Dann habe ich noch ein besonderes Anliegen an euch. Die Jungs wollen sich hier vergrößern, sie wollen ein junges Team aufbauen. Wer also Bock hat, zum Beispiel nach Griechenland auszuwandern, in der Sonne zu arbeiten, hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Voraussetzung ist, dass ihr eine Kfz-Mechanikerlehre habt. Ihr müsst kein Profi sein, Basiswissen reicht an der Stelle. Im Prinzip könnt ihr sozusagen euer erstes Jahr nach der Ausbildung gleich hier durchstarten. Euch wird alles beigebracht. Und ja, ich würde sagen, probiert das aus. Wir werden euch auf jeden Fall alles in die Videobeschreibung unten verlinken, die Kontaktdaten dazu, und guckt einfach mal rein. Wir möchten uns auch bei euch bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, dieses Video geguckt habt. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und schreibt uns was in die Kommentare. Ich denke, da gibt es einiges zu diskutieren. Und ja, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil das ist das, was uns wirklich am meisten unterstützt. Schaltet auch beim nächsten Video ein, das wird gar nicht so lange auf sich warten lassen. Wir sind jetzt schon dabei, das gerade zu rekorden, und ich denke, es lohnt sich auch da einzuschalten.